Im heutigen Video möchte ich euch den Demonstrationszug vorstellen von Märklin. Gebaut wurde dieser von 1986, 1987. Es ist leider nicht allzu viel Informationen über den Zug zu bekommen. Von Märklin ist es die Packungsnummer 2859, ein Designstudio der Deutschen Bundesbahn. Das Ganze nennt sich dann wohl Demonstrationszug 1. Versuchslackierung der DB, eine E-Lok Baureihe 111 und 4 Wagen in Versuchslackierung in 27 cm. Hier habe ich dann die komplette Packung für euch fotografiert. Das ist ein ziemlich großes, unhandliches Teil. Und das kommt daher, dass hier nicht nur die Lokomotive drin ist und die 4 Wagen, sondern auch noch zur damaligen Zeit vollkommen aktuell eine VHS-Kassette mit einem Videospezial 125 Jahre Märklin, Krokodil, Adler und Storchenbein. Leider bezieht sich dieses Video überhaupt nicht auf den Zug. Sollte wahrscheinlich damals mehr die Sammler ansprechen. Über das Video kann ich auch nicht viel sagen, dadurch, dass mein letzten VHS-Rekorder vor gut 10 Jahren auf die Müllkippe gelandet ist, nachdem er seinen Geist aufgegeben hat, kann ich also noch nicht mal das Video komplett abspielen. In der Packung selber sind leider keine weiteren Informationen über den Zug enthalten. Das heißt, diese Broschüren, die hier beigelegt sind, beziehen sich einmal nur auf die Baureihe 111. Und im Internet habe ich also auch nichts weiter gefunden über einen Demonstrationszug, über Versuchslackierungen, zumindest nicht über diesen Zug. Da werden alle möglichen ICEs und so weiter als neueste Informationen präsentiert, aber leider kann ich euch hier gar nichts weiter dazu sagen. Aber hier zumindest die Informationen, die von Märklin für die Baureihe 111 beigelegt sind. Seit 1974 wird die Baureihe 111 als moderne Weiterentwicklung der bewährten EC für den Reisezugdienst der DB gebaut. Besondere konstruktive Neuerungen sind sehr laufruhige Drehgestelle, ein wartungsfreundlicher Aufbau und ein komfortabler Sicherheitsführerstand. Die Leistung von 3700 kW und die Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometer bieten gute Reisezeiten im Fernverkehr. Zugleich ermöglichen die Thyristor Fahrstufenschaltung, das habe ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen, und ein automatisches Bremssystem verkürzte Anfahr- und Anhaltephasen im Nahverkehr. Daher werden die Lokomotiven auch im S-Bahn-Netz Rhein-Ruhr wirtschaftlich eingesetzt. Und jetzt die einzige wirkliche Information über diesen Zug. Bis 1985 sind 226 Maschinen der Baureihe 111 in Dienst gestellt worden. 2 dieser Lokomotiven wurden von der DB in 9 Versuchsfarbgebungen mehrfach umlackiert. Und das war's auch dann schon. Keine weiteren Informationen hier von Märklin über die Wagen. Das alles bezieht sich nur auf die Lokomotive. Im Call-Katalog finden wir dann zumindest noch die weiteren Informationen. Baureihe 111 der DB, die 3172.5. Das müsste von Märklin die Nummer sein. Und die Betriebsnummer ist die 111069-1. Beim ersten Wagen handelt es sich dann um einen IC-Abteilwagen. Die Basis ist die 4220. Erste Klasse, grau-rot, blauer Streifen. Die Wagen sind alle aus Kunststoff, 27 cm lang. Und zumindest die Personenwagen haben eine Inneneinrichtung. Der zweite Wagen ist der FD-Wagen, Basis 4221 von Märklin. Zweite Klasse in grau-rot. Beim dritten Wagen handelt es sich um einen Nahverkehrswagen, die Basis 4222, zweite Klasse grau-blau mit rotem Streifen. Und der vierte und letzte Wagen, das ist dann der Gepäckwagen, und zwar der ist dann im Citybahn-Signet D-Zug Gepäckwagen, die Basis ist die 4223, Farbgebung ist hier grau-grau. Bei dem Wagen lassen sich dann noch die Rolltore öffnen und schließen. Allerdings geht das so schwer, dass ich glaube, dass das nicht für den täglichen Gebrauch gemacht ist, sondern das ist eher so ein kleines Gimmick. Und während der Fahrt sind die Tore dann ja sowieso geschlossen. So, mehr war definitiv darüber nicht herauszufinden. Die Lokomotive ist noch komplett analog von Märklin. Die Fahreigenschaften sind wunderbar, fährt völlig problemlos, dreht ihre Runden. Wie gesagt, in den Katalogen ist dieser Zug nicht aufgetaucht. Wenn irgendjemand von euch was Näheres weiß, wäre es schön, wenn ihr es in die Kommentare packen könntet. Denn ich gehe mal davon aus, dass das dann irgendwo in einem Sonderprospekt der Zug nur aufgeführt ist. Und für mich wäre ganz interessant, ob es da vielleicht noch weitere Informationen drüber geben würde. Für mich an der Lokomotive relativ auffällig sind unten diese sehr detailliert ausgebauten Drehgestelle. Das ist mir bei der anderen 111, die ich letztens in der S-Bahn-Variante nicht weiter aufgefallen. Kann aber auch einfach an der Farbvariante liegen, in diesem hellgrau, dass das hier einfach besser zur Geltung kommt.
Dagegen gibt es hier im Verhältnis zu der S-Bahn-Variante keine Lichtumschaltung beim Fahrtrichtungswechsel. Das heißt, die 3 Stirnlampen in beiden Richtungen brennen prinzipiell, wenn die Lokomotive Strom bekommt. Die Wagen finde ich relativ wertig, das heißt, dieses Kunststoffgehäuse fühlt sich gar nicht so schlecht an. Sie rollen extrem leicht und machen der Lokomotive hier überhaupt keine Probleme. Die Lokomotive dafür, dass sie analog fährt, finde ich von den Fahreigenschaften richtig gut. Ich werde gucken, was ich mit dem Zug mache, denn er passt leider eigentlich gar nicht zu meinen anderen Dingen, die ich hier sonst gesammelt habe. Aber aufgrund der Fahreigenschaften gefällt er mir eigentlich ganz gut. Und das war es dann auch hier schon wieder mit meinem nächsten Video. Mit dem Demonstrationszug bzw. der Designstudio der Deutschen Bundesbahn, damals aus den 80er Jahren. Wenn jemand nähere Informationen hat, dann wäre es schön, wenn ihr es mir mitteilen würdet. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr. Und bis gleich.